wie kannst du Gott in Worte fassen? Du kannst Gott im Grunde überhaupt nicht in Worte fassen. Es gibt kein Wort für Gott. Die einzige Sprache, die Gott vielleicht beschreibt, ist die Musik und Bilder. Und ich glaube, das war auch damals, als die Basilika gebaut und gestaltet wurde, war das natürlich der Ausdruck. Und jetzt kam die Musik dazu und das ist so eine tolle Einheit und die so intensiv ist und die geht ganz tief ins Herz. Ich war noch nie in Ottobeuren, es ist mein erstes Mal und ich finde die Stimmung, das Ort ist sehr besonders. Es ist irgendwie wirklich etwas Heiliges. Ich gehe oft alleine hier rein, finde die Ruhe, die Entschleunigung, die viele Leute in der heutigen Zeit natürlich auch wieder vermissen und sie suchen ja solche Orte. In dieser Kirchenakustik habe ich diese Musik wirklich ganz anders gehört, wirklich mehr Gebet in der Musik gehört. Steady ist ja eine gute Wahl gewesen für mich. Mein Konzept war, eine Verbindung zwischen Musik und Raum zu schaffen. Wenn man jetzt hier den Blick mal schweifen lässt in diesem Raum, hier die Schöpfungsgeschichte wird dann wunderbar dargestellt im Blick von der Regisseurin, dass die Deckenfresken oder Gemälde oder sonst was, wird der Adam und Eva, dann kommt dann in die Szene thematisch zur Musik auch und der Text passt. Also das ist für uns wunderbar. Wir haben wirklich in jedem Winkel gedreht. Ich glaube, es gab Motive, also die nicht mal die Patres hier in der Abtei kannten bisher. Und das ist eine Teamleistung. Also es bin nicht ich bin ein Teil davon. Und der ganz große Teil sind die vielen anderen Leute, jeder Einzelne. Das ist hier ein Zuckerl für mich, weil es von der Audioseite her entspannt ist, weil wir diesmal tatsächlich dem Video dienen und versuchen natürlich den schönsten Sound zu machen mit einer etwas veränderten Mikrofonaufstellung. Die Besonderheit ist, dass wir kein Hauptmikrofon haben. Hauptmikrofon heißt ein zentrales Mikrofonpaar, was in der Mitte einfach postiert ist. Das geht jetzt in diesem Fall nicht. Wir ordnen uns da jetzt ganz unter, weil dieses Kreuz, dieses Zentrum dieser Kirche eben auf keinen Fall durch irgendwelche schnöden technischen Geräte verdeckt werden soll oder mit im Bild sein soll. Wir sind endlich mal angekommen. Also ich habe erst diese Woche realisiert, wie sehr wir auf diese Woche gewartet haben als Orchester. Es ist
eine gelöste Stimmung, eine angenehme Stimmung. Also es ist auf jeden Fall irgendwas Neues. So wie wenn man fragt, auch die Leute, die frisch verheiratet sind, ist es anders oder nicht? Bei uns, es ist auf jeden Fall andere Stimmung. Und natürlich der Bezug zu 1986, wo Bernstein mit der Schöpfung hier war. Das war keine Live-Übertragung, das war eine Aufzeichnung. Aber schon diese Aufzeichnung war von derart hoher Qualität, dass die heutige Regisseurin, die Frau Malzer, das natürlich anspornt, das noch zu übertreffen. Und es wird mit Sicherheit wunderbar werden. Also es war so, dass ich 86 wirklich als Assistentin der Assistenz der Assistenz dabei war. Ich sage immer, ich war der Kaffeeholer vom Kaffeeholer und das erleben durfte damals und so reinwachsen durfte. Und ich weiß, Bernstein hat ein Interview gegeben und ich durfte da also mit auf der Orgel sein. Das war also schwer beeindruckend. Das war übrigens dann auch der Punkt, als für mich klar war, das ist mein Weg. Also genau den Weg muss ich gehen. Also wie kriege ich Bild und Musik und Inhalt in eins? Ich glaube, das ist heute ganz gut gelungen.